Unser Ausflugsbus für die Tour des heutigen Tages steht schon bereit, um eine ca. 250 Kilometer lange Rundfahrt zu den sogenannten Wüstenschlössern im Osten der Hauptstadt Amman in Angriff zu nehmen. Erste Station sind hierbei das Badehaus Al-Zahra und der Palast Al-Halabad. Nach flotter Fahrt durch die Wüstenebene haben wir bald das Hammam Al-Zahra erreicht, ein erstes Beispiel der Strategie politischer Repräsentation durch die umayyadischen Kalifen. Das 1905 entdeckte Bauwerk wurde sorgfältig restauriert und diente neben der sozialen Funktion auch der Wasserversorgung. Man betritt den Gebäudekomplex durch eine ehemalige Audienzhalle, von wo aus man anschließend Zugang zum eigentlichen Badehaus erhält. Im Caldarium, einer mit einer Kuppel überdachten Dampfsauna, versammelt sich unsere kleine Gruppe, um gebannt den Ausführungen des Führers zu lauschen. Nur 3 Kilometer weiter stößt man auf Al-Halabad, ein auf einem Hügel über einem ursprünglichen römischen Fort entstandenes Gebäudeensemble. Umayyadische Kalife verwandelten es im 8. Jahrhundert in einen repräsentativen Komplex, bestehend aus Palast, Wasserreservoir sowie einer auf der linken Seite befindlichen Moschee, die wir zunächst besichtigen. Direkt nebenan befindet sich der ursprünglich aus 3 Etagen bestehende Palast, wo wir zunächst den Innenhof mit einem kleinen Brunnen aufsuchen. Neben dem hellen Kalkgestein wurden auch 160 dunkle Basaltblöcke als Baumaterial verwendet. Einige der Innenräume verfügen noch über wunderschöne Mosaikböden. Weitere eindrucksvolle Beispiele hierfür finden sich in dem angegliederten Museum. Nun setzen wir unsere Tour in östlicher Richtung fort und erreichen bald das Fort von Azraq. Unweit von hier befinden sich mit Syrien, Irak und Saudi-Arabien nicht weniger als 3 angrenzende Nachbarstaaten. Das Verkehrsschild, dem wir uns nun nähern, sollte somit weltweiten Alleinstellungscharakter haben. Danach geht es weiter durch eine überwiegend abgelegene Wüstenlandschaft und schließlich erreichen wir Qasr al-Azraq, ein ursprünglich von den Römern aus schwarzen Basaltsteinen errichtetes Fort. Man betritt die Anlage durch das Haupttor, wobei für das Beiseiteschieben der schweren Basalttüren durchaus eine gewisse Kraftanstrengung erforderlich ist. Da das Fort strategisch günstig an einer der wichtigsten Handelsrouten durch die Wüste lag, wurde es auch nach der Römerzeit ständig genutzt, unter anderem von den Ayyubiden zum Schutz gegen die Kreuzfahrer und später von den Osmanen und Briten. Oberhalb des Hauptturms befindet sich der Raum, den Lorenz von Arabien als Winterquartier für seine Militäroperationen nutzte. In atmosphärisch stimmiger Umgebung stärken wir uns zunächst einmal für die nachfolgenden Unternehmungen, bei denen zunächst der Höhepunkt unserer Wüstentour, das Qasr Amra, im Mittelpunkt steht. Dass es sich hierbei um eine seit 1985 bestehende Welterbestätte handelt, lässt sich bei der Außenansicht zunächst nur erahnen. Qasr Amra ist eine im 8. Jahrhundert von den Umayyaden erbaute Residenz mit Empfangshalle und Badkomplex. Eine Brunnenanlage mit Abflussrohren und Sickergrube ist beispielhaft für umayyadisches Bauen in der Wüste. Der Eingang in das Gebäude führt zunächst einmal in eine große Audienzhalle,
wo es einem angesichts der in der islamischen Architektur einzigartigen Freskomalereien schier den Atem verschlägt. Im Badebereich gelangt man zunächst in einen Umkleideraum mit einem reich bebilderten Tonnengewölbe. Im Caldarium, der Dampfsauna, erhält man zunächst einmal Einblick in die Heizsysteme und bewundert anschließend die mit einer Darstellung des nördlichen Sternenhimmels unter Tierkreiszeichen verzierte Kuppel. Überwältigt von den Eindrücken begeben wir uns wieder ins Freie und machen uns anschließend auf den Weg zur letzten Station unserer Wüstentour, dem Qasr Qarna. Die imposante, gut erhaltene Burg diente einstmals politischen Treffen zwischen Würdenträgern der Umayyaden und Anführern lokaler Stämme. Vom zentralen Innenhof aus lassen sich alle Bereiche des mehrstöckigen Gebäudes gut besichtigen. Die schmalen Öffnungen in den dicken Mauern dienten vermutlich der Belüftung des Gebäudes. Nun geht es wieder zurück in Richtung unseres Standorts in Amman, wobei jedoch zunächst noch ein Besuch der lebhaften Souks im Stadtzentrum ansteht. Bald haben wir die von der warmen Abendsonne beleuchtete Hauptstadt Jordaniens erreicht und stürzen uns anschließend in das am Abend immer lebhafter werdende Treiben der Souks.